Jo. Ihr habt ja vor 3 Wochen ungefähr unser Video gesehen, wie wir hier zur Audi gefahren sind. Jo, da sind wir. Da sind wir. Mal gucken, was hier so los ist. Ab hier müssen wir jetzt die Kamera abgeben. Das, was wir jetzt hier machen, bekommt ihr erst wann zu sehen? 28. Am 28. Zweiter. Februar. Und wir haben das alles so top secret gehalten. Was hier eigentlich los ist, das seht ihr nämlich jetzt. Klaus ist heute mit mir vor der Kamera, weil heute filmt jemand von Audi für uns. Wir durften unsere eigene Kamera jetzt nicht mitnehmen, weil das muss ja alles noch streng geheim bleiben bis zu dem Datum, wo wir es eben jetzt veröffentlichen können. Ja, was machen wir jetzt genau hier? Ja, jetzt gucken wir uns den A6 an. Alles fürs Studio. So, wir sind hier nämlich heute in einem Studio. Wo gehen wir hin? Dahinter ist das Auto. Ich muss es spannend machen. Dudum, 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 dudum. Und es ist noch abgedeckt. Es ist noch abgedeckt. Da ist es. Wollen wir jetzt mal aufdecken? Ja. Mit Spannung. Alles mit Spannung. Langsam. So. Tada! Zack. Da ist er. Das ist der neue Audi A6 und wir dürfen ihn jetzt schon vor der eigentlichen Premiere filmen und wir schauen uns das Ding jetzt mal genau an. Aber vorher zeigen wir euch jetzt erstmal eine Rundum-View. Also wir haben einen 3-Liter-Motor V6 als Benziner, als Topmodell. Als einzigen Benziner bisher. Als einzigen Benziner, genau. Dann haben wir noch 3 Dieselmotoren, einen V6 Diesel, noch einen V6 Diesel mit etwas mehr PS und einen reinen Vierzylinder-Diesel mit 204 PS. Das ganze Auto ist im Vergleich zum Vorgänger 7 mm länger geworden, 12 mm breiter und 2 mm höher. Kofferraumvolumen ist gleich geblieben. Vor allen Dingen, was man vielleicht auch noch sagen sollte, noch ein bisschen zum Technischen. Wir haben jetzt auch wieder eine dynamische Allradlenkung. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Das heißt, die Hinterachse lenkt gegen und oder mit, je nachdem wie schnell man ist. Das heißt, das verringert den Wendekreis um 1,1 Meter. Das ist schon recht viel. Und ab 60 km/h lenkt die Hinterachse mit. Das sorgt nochmal für eine bessere Fahrstabilität, wenn man eben schnell fährt und beim Spurwechsel vor allem auf Autobahnen. Quadro-Antrieb ist serienmäßig bei allen Motorvarianten außer beim reinen Vierzylinder. Da kann man es aber optional hinzubuchen und dann schaltet sich der Heckantrieb bei Bedarf zu. Ja, was ist neu? Wie man vielleicht erkennen kann, setzt Audi ja auch mit seinen letzten Modellen schon auf eine ziemlich kantige Optik. Und wir haben jetzt auch hier viele Kanten, viele neue Kanten, die wir jetzt vielleicht vom alten A6 oder vom Vorgängermodell noch nicht so kannten. Das ganze Auto sieht ein bisschen breiter aus, ein bisschen brachialer, ein bisschen sportlicher. Und wir haben auch hier wieder, wie beim A8 und beim A7, eine Lichtanimation beim Öffnen und Schließen des Autos. In dem großen Single-Frame-Grill haben wir jetzt einige Assistenzsysteme und Kameras installiert. Das fängt an hier bei dem Abstandshalter. Dann haben wir noch eine Kamera einfach für die Rundum-View, dass wir halt sehen, was so vor dem Auto passiert. Dann haben wir in den Audi-Ringen noch die Night-Vision-Kamera installiert. Die gucken wir uns auch gleich nochmal von drin an, wie das Ganze aussieht. Und dann gibt es auch nochmal einen Sensor für das autonome Fahren. Ja, was ja vielleicht noch wichtig ist, viele mögen ja vielleicht diese schwarzen Sensoren nicht so, aber die kann man natürlich auch ohne bestellen, nur hat man dann natürlich diese entsprechenden Fahrassistenzsysteme nicht mehr. Aber wenn die Leute Wert legen auf Optik oder es ist wichtig, dass da der Grill einfach so steht, dann sind auch diese Grillelemente hier durchgehend ohne die schwarzen Sensoren. Und was man vielleicht noch sagen sollte, ist, dass wenn jetzt jemand nur eins dieser Assistenzsysteme bestellt, dann kommt der Grill aber trotzdem so, dass er optisch aussieht, als hätte er beide, damit das einfach symmetrisch ist. Gucken wir uns mal die Seite an. Das Ganze sieht wirklich sehr sportlich aus. Wir haben jetzt auch hier liebevoll die Schulter vom Fahrzeug genannt, die sitzt sehr tief. Das heißt, das ganze Auto wirkt auch nochmal unten hin breiter, als wenn man jetzt hier eine ganze klare Fläche hätte. Die Kotflügel, die stehen so ein bisschen raus durch diese Kanten hier.
Da wirkt das Auto einfach viel breiter. Und man kann jetzt auch die Räder in 21 Zoll bekommen. Das ist jetzt so die größte Option. Macht das auch nochmal ganz schön wuchtig. So, ich habe für euch auch mal ein Diagramm vorbereitet, beziehungsweise war nicht ich das, sondern das war ein Kollege von Audi. Komm, ich bin nicht umsonst für der Kamera, ich halte das mal. Du hältst das mal. Hier sieht man jetzt zum Beispiel mal den Vergleich von der Heckansicht vom Audi A8, vom Audi A7 und jetzt vom Audi A6. Was ist anders? Beim Audi A8 haben wir einmal das durchgehende Lichtband und wir haben noch ein Chromelement, ein Chromband oder wie man das nennen kann. Beim A7 haben wir nur das durchgehende Lichtband und beim A6 jetzt haben wir nur das Chromelement. Und vielleicht sollten wir auch uns nochmal unterhalten über die Auspuffblenden. Ja, da gab es ja schon viel Diskussion, schon beim SQ5 damals, als wir das Video hochgeladen hatten. Und das war natürlich auch bei anderen Audi-Modellen so. Und hier ist es jetzt auch wieder so, dass nur eine Blende verbaut ist. Das Auspuffrohr an sich sieht man gar nicht mehr. Ja, warum haben die das nur wieder gemacht? Das ist aus folgendem Grund. Das kann man schön finden, das muss man nicht schön finden. Das hat auch irgendwo keinen richtigen Sinn und Zweck. Es ist aber folgendermaßen, dass Studien durchgeführt werden und man hat halt eben herausgefunden, dass den Menschen optisch einfach da was fehlt, wenn da keine Blende ist, selbst wenn die keinen Sinn und Zweck hat. Und deswegen haben wir jetzt hier wenigstens eine optische Blende. Der Auspuff geht natürlich unten drunter her, wie auch schon von anderen Audi-Modellen bekannt ist. Ich würde sagen, wir setzen uns mal rein. Ja, genau. Weil im Inneren gibt es einiges an Spielzeug, was ich ja gerne mal austesten möchte. Ich stehe auf so Spielereien an Autos und da hat der A6 einiges zu bieten, deswegen gucken wir mal. Ja. Nimm mal Platz. Ich nehme Platz. So, die Kollegin macht gerade mal das Licht aus, damit wir sehen, was hier überhaupt so alles leuchtet in dem Auto, weil das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Machen wir auch mal hier das Licht aus, oder? Jo. Fangen wir mal an. Ganz schön dunkel. So, der Sitz fährt automatisch nach vorn. Man sieht jetzt hier, wie einiges im Auto leuchtet. Und zwar auch in unterschiedlichen Farben. Wir haben einmal hier diese Lichtstripes, also ich sage dazu mal direkte Beleuchtung. Und dann haben wir auch noch mal die indirekte Beleuchtung, wie man jetzt zum Beispiel hier unter der Tür, unter dem Türgriff sehen kann. Ja, und wem das nicht gefällt mit den Farben, der kann natürlich alles Mögliche dazu einstellen. Und das probieren wir jetzt mal. Genau. Ne? Das geht nämlich hier unter Lights and Vision. Und dann, also ich probiere mal einige Farben aus. Jetzt hier zum Beispiel beim Rot kann man auch mal die Intensität einstellen, ob es jetzt heller oder dunkler sein soll. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man das individuell einstellt. Genau, ja. so. Dann können wir einmal hier die Konturen einstellen. Und zwar einmal, wähle ich jetzt mal irgendeine Farbe aus, lila. Da gibt es auch zig verschiedene Farben. Oder meine persönliche Lieblingsfarbe momentan ist ja Mint, wie vielleicht einige von euch wissen. Und dann halt eben diese indirekte Beleuchtung. Machen wir jetzt einfach mal in einem Kontrast. Ja. Ein bisschen in Orange zum Beispiel. Ja, man sieht, hier haben wir jetzt eine andere Farbe als hier. Und ich finde, das hat Audi richtig cool gemacht. Auch hier mit dem leuchtenden Quattro-Zeichen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was leuchtet. Was auch eine richtig gute Idee ist und was meiner Meinung nach in jedem Auto fehlt. Wenn wir jetzt mal hier vorne gucken, es leuchten sogar die Anschnaller. Die Anschnaller. Ja. Das ist die beste Erfindung seit Ever. Ja, seit die Erfindung des Rades. Es leuchtet aber noch mehr. Wir haben noch ein Virtual Display, ein Virtual Cockpit hier. Das kennen wir auch schon aus anderen Modellen, wo wir einiges angezeigt bekommen können. Jetzt sehen wir hier die Night Vision Kamera. Der Klaus läuft jetzt mal vor uns her. Genau, also man sieht wirklich, die Kamera holt das Ganze auch noch mal sehr nah ran. Und das Objekt, was dann vor uns herläuft, das leuchtet richtig. Also man kann jetzt eigentlich so ein Tier oder ein Mensch Gesundheit gar nicht übersehen, wenn das jetzt wirklich in der Nacht einem vor das Auto läuft. Und das war es auch eigentlich schon von den ganzen Lichtern hier. Jetzt können wir das Licht eigentlich noch mal anmachen. Es gibt noch ein richtig cooles Feature bei dem Auto und das ist die 3D-Ansicht. Und zwar, ja, hier piept's. Wir können einmal das Auto von oben betrachten, also es soll so aussehen, als ob wir das Auto von oben betrachten. Dabei ist das die Rundumansicht von allen Kameras, die in dem Auto installiert sind.
Sieht halt aus, als würden wir das Auto von oben mit einer Drohne filmen. Das ist auch nochmal die Frontansicht von was wir vorne jetzt heraussehen. Und dann gibt es nochmal zusätzlich die 3D-Ansicht. Und die ist richtig cool, denn das ist auch alles nur eine Ansicht von den ganzen im Auto installierten Kameras. Aber es sieht so aus, als würden zig Kameras hier um das Auto herum sein von außen. Und jetzt sehen wir hier auch die Füße vom Klaus. Ist doch super, oder? Also gerade für uns Frauen, die ja bekanntlich nicht einpacken können, ist das ein super Feature. So, und zu den ganzen Ablagen hier wollte ich vielleicht auch noch ein paar Sachen erklären. Hier haben wir ganz typische Cupholder. Und was ich auch ganz gut finde ist, gib mir mal den Schlüssel. Bitte schön. Dass wir jetzt hier extra einen Schlüsselhalter noch haben. Das heißt, bei einem Auto mit Keyless Go fliegt der Schlüssel eben nicht mehr in den Ablagen hin und her, wenn man ihn jetzt eben nicht in der Tasche hat. Und wir können unser Smartphone hier ohne Kabel laden. Das heißt, wir legen es einfach hier drauf und dann lädt das. Und wir haben hier zusätzlich nochmal ein paar Slots für SD-Karte, für SIM-Karte und für USB-Kabel. Und die sind genauso gut beleuchtet wie die Anschnaller. Genau. Und das Ganze haben wir auch nochmal hier hinten. Wir haben hier zusätzlich auch nochmal hinten ein Touch-Display zur Klimaanlagen-Bedieneinheit und auch nochmal USB-Stecker, wo man auch nicht nur laden kann, sondern auch die Medien übertragen kann. Das hier ist natürlich sehr schick gemacht mit dem Armaturenbrett. Das ist alles beledert, genauso wie an der Tür auch. Das mit dem Holz hier finde ich auch sehr schick. Ist jetzt auch nicht jedermanns Geschmackssache, aber das gibt es natürlich auch mit anderen Materialien. Dann haben wir noch die Bang & Olufsen Soundanlage, die auch nochmal einen 3D-Klang erzeugt. Wir haben nicht nur hier vorne Lautsprecher, die herausfahren, sondern wir haben auch nochmal hier in der A-Säule Lautsprecher und wir haben auch nochmal hinten große Lautsprecher, die auch dafür sorgen, dass die Leute, die auch hinten im Auto sitzen, auch einen perfekten Klang erleben können. Wir haben alles komplett knopflos und wir können alles über diese Touch-Displays bedienen. Und auch hier haben wir wieder, wie ihr vielleicht in meinem letzten Video mit dem A7 sehen konntet, diese Drag-and-Drop-Funktion. Das heißt, ich kann das Ganze so personalisieren, wie ich das gerne hätte. Wenn ich jetzt diesen Button hier drüben haben möchte, Vorführeffekt, dann kann ich mir den auch mal eben so hier rüberziehen, je nachdem, was ich gerne griffbereit hätte. Das ist auch noch richtig cool. Das Schlüsselsignal lässt sich auf bis zu 7 Android-Handys übertragen und man kann dann das Auto mit dem Handy öffnen und wieder schließen. Und man kann es sogar einparken, glaube ich, ne? Wenn man einfach nur drauf drückt und man steht draußen. Genau, und zwar nicht nur in eine Parklücke, sondern auch in eine Garage und dafür kann man sogar aussteigen. Das Auto macht das ganz automatisch. Und das Auto erkennt auch das Handy bzw. die Person mit dem Handy, welche sich dann ins Auto setzt. Das heißt, man kann das Auto auf 7 verschiedene Personen individualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Handy hier einsteige und das Auto erkennt mich, erkennt mein Handy, dann sind schon alle Einstellungen von vornherein so, wie ich sie vorher eingestellt habe. Die sehen echt gut aus mit unseren Überziehsocken, oder? Sieht man die? Okay Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, dass euch unsere Moderationskombination mal gefallen hat, weil das ist ja auch mal für uns was recht Neues gewesen, dass wir zu zweit vor der Kamera stehen. Mache ich ja das hinter der Kamera. Ich finde das schon interessant, was der Klaus so erzählt. Das demnächst mal. Okay Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht einen Daumen nach oben da zu lassen und wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Channel zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich sag... Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.